Hallo zusammen, heute patchen wir gemeinsam das Ampelmännchen für unseren Tangram Quilt. Herzlich willkommen bei Needle Engine, mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Um unser Tangram-Männchen arbeiten zu können, brauchen wir einen Stoff für das Männchen, wir brauchen einen Stoff für den Hintergrund und wir brauchen unser Tangram. Alle weiteren Angaben findet ihr unter dem Video. Dieses Männchen möchten wir gerne arbeiten mit Linealen in Zentimetern, sodass wir ein Quadrat aufbauen von 32 x 32 cm. Darin bauen wir unser Tangram-Männchen auf. Wir haben einen Kopf, Hut, Körper und wir haben Beine. Die Idee, ein Ampelmännchen zu patchen, kam von Sabine. Vielen Dank für die schöne Anregung und wir haben gemeinsam überlegt, wie soll unser Ampelmännchen denn aussehen? Das ist es. Wenn ihr eigene Wünsche habt, welches Männchen möchtet ihr gerne in diesem Quilt haben, dann schreibt das einfach unten in die Kommentare und wir bauen das mit ein. Wir übertragen unser Männchen auf unser Papier. Fangen mit dem Hut an, laufen einmal unsere Maße nach. Unser Tangram-Männchen ist auf unser Papier übertragen und nun unterteilen wir unser Männchen in nähbare Abschnitte. Zuerst einmal halbieren wir wieder unser Blatt. Hier haben wir eine ganz klare Unterteilung vom Männchen. Die zeichnen wir ein. Wenn ihr dann nicht so präzise seid, ist es eigentlich egal. Ihr näht nachher sowieso eure eigenen Linien nach. Das Ganze ist schon mal halbiert. Wenn wir uns jetzt diese Hälfte anschauen, das sieht schon ganz klar aus. Wir haben hier fast schon eine durchgezogene Linie, die verfolgen wir mal zu Ende. So. Dann haben wir hier ein größeres Feld. Das unterteilen wir so, dass wir nähbare Einheiten bekommen. Wir können keine Winkel nähen und wir können nur durchgezogene Linien nähen. Das heißt, solche einzelnen Elemente können wir schon mal nicht einsetzen. Wir brauchen durchgezogene Linien, das heißt, wir ziehen diese Linien einfach mal durch. So. Jetzt haben wir zwei Stoffstücke, die wir zusammennähen und an ein drittes Stoffstück nähen können. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Hier haben wir 1, 2, 3 Stoffstücke, die wir an ein viertes Stoffstück nähen können. Dieses komplette Element lässt sich nachher an das obere Dreieck nähen. Das lassen wir nun erst einmal so stehen. Wir kommen auf die zweite Seite. Auch hier sehen wir wieder, dass wir das ganz leicht einmal unterteilen können. Das machen wir. So, nun wird es wieder ein bisschen schwieriger. Das sieht im ersten Moment wieder aus, als können wir es gar nicht nähen. Aber wir unterteilen das Ganze am Kopf. Wir ziehen einmal die beiden Längslinien vom Quadrat durch. Einmal. Und siehe da, wir bekommen auf einmal nähbare Elemente. Wir halten das obere Stück mal weg, so, und haben hier jetzt Stoffstücke, die wir aneinander nähen können. Wir können diese beiden Stoffstücke zusammennähen, wir können ein drittes Stoffstück anschließen, wir können das dritte Stoffstück an diese beiden annähen und wir können an das gesamte Stück, diese 4 aneinander genähten Stoffstücke, wieder das große Dreieck nähen. Das kriegen wir hin. Jetzt bleibt noch dieses Feld. Und auch hier sehen wir, dass sich das auf einmal wie von alleine klärt.
Wir können entweder diese Linie teilen, dann haben wir hier ein Stoffstück und können, Moment, diese beiden Stücke aneinander nähen. Oder aber wir unterteilen das Ganze hier, dann haben wir hier ein Stoffstück und können später diese beiden Stücke annähen. Ich möchte gerne meine Unterteilung an diesem Schenkel vom Dreieck nehmen. Und schon ist unser Ampelmännchen nähbar unterteilt. Wir markieren das Ganze einmal farbig. Wir haben wieder 4 einzelne Elemente, die wir aneinander nähen können. 1, 2, 3 und 4. Dieses erste und dieses zweite Element. Weiter unterteilen müssen wir diese beiden Gruppen. Wir haben hier ein Element aus 2 Stoffstücken. Das nenne ich mal das dritte Element. Wir haben hier ein Element aus 3 Stoffstücken. Das nennen wir jetzt mal das vierte Element. Und diese beiden Seiten können wir an diese Mitte nähen, Nummer 5. Das Ganze zusammen nähen wir an unser Dreieck, das ist dann die 6. Hier oben haben wir 2 unterschiedliche Gruppen. Wir unterteilen das mal ganz kurz einfach hier. So, das ist ein Element. Wir haben unser Mittelstück. Wir nähen die beiden Seiten an. Wir nähen das vierte Stück dazu und schließen dann Nummer 5 an. Bei diesem Element wird es ganz einfach. Wir haben unseren Fuß, wir nähen den Hintergrund dazu und nähen das zweite Hintergrundteil dazu. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 einzelne Elemente. Bevor wir unsere Schnittmuster nun kopieren, möchten wir noch einmal markieren, was ist jetzt ein Männchenteil. Im Moment ist das ganz klar, wir sehen unser Männchen, aber wenn wir nur noch Ausschnitte von unserer Figur haben, dann ist nicht mehr eindeutig zu sehen, welches Teilstück gehört zum Männchen und welches Teilstück ist Hintergrund. Unsere Männchenteile markieren wir. Diese Markierungen übertragen wir nachher auch auf jedes einzelne Schnittmuster. Wir haben unseren Block 32 x 32 cm groß aufgebaut. Wir möchten uns noch ein bisschen extra an Spielraum geben und geben noch einmal 0,5 mm Nahtzugabe dazu. Unser Block ist 32 x 32 cm groß und rundherum haben wir eine zusätzliche Nahtzugabe von 0,5 mm. Wir möchten nun Paper-Piecing-Schablonen anfertigen, die wir nähen können. Teil 1 und Teil 2 sind ganz eindeutig, die brauchen wir einfach nur kopieren. Unsere beiden anderen Viertel sind da schon schwieriger und aufwendiger. Das größte Problem stellt der untere Körper und die Beine dar. Wenn wir an Teil 5, Teil 3 und Teil 4 annähen möchten, möchten wir auf beiden Seiten die Nahtzugaben nach innen legen. Das schauen wir uns auf unserem Mustermännchen noch einmal an. Hier habe ich die Nahtzugaben nach innen gebügelt, denn unser Mittelstück hat keine eigenen Nähte. Wenn wir in einer Reihenfolge nähen, 1, 2, 3, haben wir nur die Möglichkeit, die Nähte in eine Richtung zu legen. Das heißt, auf einer Seite würden wir unsere Nahtzugaben nicht zu unserem Mittelstück bügeln, sondern nach außen legen. Das Ganze würden wir nachher auch noch festnähen, sodass wir es nicht mehr ändern können. Beim Paper Piecing an 2 Außenkanten beide Nahtzugaben zueinander zu bügeln, ist in einem Stück nicht möglich. Das heißt, wir müssen da ein bisschen tricksen. Wir legen unser Butterbrotpapier auf unsere Schablone, kleben das ein bisschen fest, damit es nicht verrutscht, und kopieren das erste Teilstück. Zunächst einmal kopieren wir die Außenlinien. Wir unterteilen beide Stoffstücke. Wir markieren unser Männchen, wir tragen die Nähreihenfolge ein, 1 und 2.
Und das ist das dritte Element. Außen um unser Element brauchen wir nun noch eine Nahtzugabe, die wir wieder mit 0,5 mm festlegen. Wir geben hier eine zusätzliche Nahtzugabe. Das ist der äußere Rand und nun einmal die Nahtzugabe für unser Teilstück. Das Ganze wiederholen wir mit dem Element auf der anderen Seite. Die Männchenelemente, die Nähreihenfolge und die Nummer des Teils. Für unser Mittelstück fertigen wir eine separate Schablone an. Wir nehmen nur diese Nummer 5. Zu unserem separaten Stück geben wir wieder eine Nahtzugabe. 5 mm. Nummer 5. Nun fehlt uns noch diese obere Spitze. Auch dafür fertigen wir ein separates Teilstück an. Das Teilstück ist wieder ein Männchenelement. Wir schraffieren das und das ist unser 6. Teilstück. Das gleiche wiederholen wir für alle übrigen Paper Piecing Schablonen. Haben wir alle Elemente kopiert, sieht das Ganze so aus. An den äußeren Kanten unserer einzelnen Schnittmusterteile haben wir zweimal die Nahtzugabe eingetragen. Das kommt daher, dass ich hier um unseren 32 x 32 cm großen Block noch eine zusätzliche Nahtzugabe eingezeichnet habe, noch einmal zusätzlich 0,5 cm Spiel. Und hier finden wir die eigentliche Nahtzugabe plus unsere zusätzlichen 0,5 mm, immer nur an den Außenkanten. Unsere einzelnen zu patchenden Stücke haben wir mit Nummern markiert, in der Reihenfolge, in der wir sie nähen wollen. Das wiederholen wir mit unserem kompletten Ampelmännchen. Wir kopieren das Feld mit der 1, geben um die Außenkante eine Nahtzugabe. Unser zerpflücktes Feld haben wir hier. Nummer 2 ist wieder ein großes Dreieck. Auch das zeichnen wir ein mit einzelner Nahtzugabe. Die Nummer 5 können wir als komplettes Feld erstellen. Wir haben die Nähreihenfolge eingezeichnet, 1, 2, 3, 4 und 5 und haben eine Nahtzugabe drumherum gezeichnet. Unser letztes Feld, 1, 2, 3 Elemente mit einer eingezeichneten Nahtzugabe. Unsere Vorlagen wollen wir nun 3-mal kopieren. Wir nehmen unser vorbereitetes Blatt, legen 3 Bögen aufeinander und ihr seht das hier in dem Licht ganz gut. Nähen einmal ohne Faden, nur mit der Nähmaschinennadel, jede eingezeichnete Linie ab, sodass wir 3 perforierte Bögen haben. Unsere Schablonen sind vorbereitet. Die erste Schablone brauchen wir zum Nähen, die legen wir eben zur Seite. Die zweite Schablone dient als Ablage für unsere vorgeschnittenen Stoffstücke. Die legen wir ebenfalls zur Seite. Und die dritte Schablone schneiden wir zurecht. Wir schneiden jedes einzelne Element einschließlich Nahtzugabe aus. So sieht das Ganze nun aus. Die Nummer 5 und die Nummer 6 sind besonders. Sie haben keine weitere Unterteilung. Sie werden direkt an die Seitenstücke angenäht oder an das obere Stück. Das heißt, Nummer 5 und Nummer 6 schneiden wir ohne zusätzliche Nahtzugabe zu. Wir wählen den Hintergrundstoff, stecken ihn einmal auf und schneiden zu. Die Nahtzugabe haben wir schon eingezeichnet. Eine zusätzliche Nahtzugabe brauchen wir bei diesem Element nicht. Element Nummer 5 legen wir zurück. Element 6 ist farbig markiert. Das ist unser Männchen. Das heißt, wir wählen für Element 6 unseren Männchenstoff. Auch dieses Element hat keine weiteren Unterteilungen, sodass wir direkt an der äußeren Kante unseres Schnittmusters entlang schneiden können.
Unser 6. Element legen wir an seinen Platz. Auf dieser Seite haben wir 1 und 2 als Männchen. Da schneiden wir also wieder aus dem Männchenstoff zu. Damit wir dieses komplette zusammengesetzte Element nachher zuschneiden können, lassen wir an jeder Seite 1 cm Nahtzugabe. Hier brauchen wir die Nahtzugabe in der Mitte. Am äußeren Rand gibt sie uns noch mal ein bisschen Raum. 1 cm Nahtzugabe. Nummer 3 ist wieder Hintergrund. Und so sieht unser vorbereitetes Schnittmuster aus. Nummer 5 genau zugeschnitten, Nummer 2 Hintergrund, Nummer 1 Männchen, Nummer 6 Männchen, 1 und 2 Männchen und Nummer 3 Hintergrund. Das Ganze nähen wir gleich auf unseren vorbereiteten Bogen. Unsere übrigen Schnittmuster bereiten wir genauso vor. Nummer 2, auch wieder ein einzelnes Element, an das nichts weiter angenäht wird, ist genau nach Schablone zugeschnitten. Für Nummer 1 gilt das Gleiche. Unser oberes Männchenteil haben wir unterteilt. Hier haben wir wieder 3 Elemente, die wir aneinander nähen. Und wir haben 3 Elemente vorbereitet. Mit 1 cm Nahtzugabe. Hoppala, ihr seht den Fehler. Mit 1 cm Nahtzugabe. Und unsere Vorlage, auf der wir das zusammennähen. Unser letztes vorbereitetes Element sieht so aus. Kopf, Körper und unsere Hintergrundelemente, die wir auf die vorbereitete Schablone nähen. Wir nähen mit Zentimetern, sodass wir unsere Nähfüßchen nicht als Führung verwenden können. Wir zeichnen uns ein paar Hilfslinien. Wir legen unser Lineal an, möglichst mittig, und zeichnen eine gerade Linie. Das ist die Mittellinie. Genau hier soll nachher unsere Naht entlang laufen. Rechts und links der Linie zeichnen wir nun Nahtzugaben. Und zwar genau in der auf unserem Schnittmuster eingetragenen Breite. Wir haben 5 mm Nahtzugabe gewählt. Wir zeichnen also rechts und links von unserer Nahtlinie eine Nahtzugabe von 5 mm ein. Zu beiden Seiten unserer Nahtlinie. Alle Vorbereitungen sind gemacht und wir wollen nun an der Nähmaschine unser Ampelmännchen zusammennähen. Wenn wir unser Ampelmännchen in Zentimetereinheiten nähen möchten, können wir mit dem ganz normalen Füßchen an unserer Nähmaschine arbeiten. Wir brauchen kein Viertel-Inch-Füßchen, denn das Viertel-Inch-Füßchen ist genau auf jeder Seite ein Viertel-Inch breit. Das ist nicht die Maßeinheit, die wir gewählt haben. Wir haben, damit wir die richtigen Abstände erwischen, unsere Schablone vorbereitet. Unser Papier setzt genau vor den Transportfüßchen an. Wir richten das gerade aus, so gerade wie es eben geht. Wir haben ja die Hilfslinien, das reicht völlig. Und wenn wir glauben, das macht einen guten Eindruck, können wir zur Unterstützung nochmal ein Lineal anlegen. So, wir müssen sehen, dass es jetzt nicht so einwandert oder auswandert, dass unser Lineal im gleichen Abstand liegt. Das tut's, wunderbar, wir kleben das fest. So, nehmt da einen Softkleber, damit ihr eure Maschinen nicht versaut. Das funktioniert dann wunderbar. Unsere Maschine ist vorbereitet. Wir haben unsere Schablone angesetzt, ein normales Nähfüßchen eingesetzt. Ich habe hier eine 70er Universalnadel. 80er wäre auch wunderbar. Ganz normales Allesnähgarn. Wir haben eine Stichlänge von 1,5 eingestellt. Wir legen los. Zuerst einmal nehmen wir unsere vorbereitete Schablone. Zusätzlich zu unserer Schablone haben wir unsere vorbereiteten Stoffstücke. Wir beginnen mit dem ersten Teilelement. Dazu brauchen wir diese 3 Stoffstücke und diesen Schablonenteil.
Wir können diese Schablone schon ausschneiden. Das machen wir mal. Unsere vorbereitete Schablone, unsere vorbereiteten Stoffstücke. Wir wählen das erste Stoffstück und legen das einmal ab. Stecken das auf unsere Schablone. Drehen das Ganze einmal um. Jetzt habe ich es hier schon schief ausgerichtet. Wir sehen an unseren Linien, wie es passt. So. Stecken das fest. Schlagen das einmal zurück. Wir schneiden uns hier die Nahtzugabe genau passend. Wir arbeiten in Zentimetern und wir möchten eine Nahtzugabe von 0,5 mm haben. Also legen wir das Ganze an, 5 mm, und schneiden unsere Nahtzugabe zurecht. Das klappen wir wieder um. Wir nehmen unser aus dem Bild geratenes zweites Stoffstück und legen das auf die zweite Stelle. Kippen das um. So, wir legen unser Stück an und achten auf 0,5 mm Abstand. Das können wir noch einmal feststecken. Gehen unter unsere Maschine. Und nähen nun ganz genau über unsere perforierte Linie. Entfernen die Nadeln, schneiden die Fäden ab und schlagen unser Stoffstück zurück. Wir können das bügeln. Ich gehe einmal mit dem Nagel darüber. Zwei Elemente, das dritte Element fehlt, das haben wir hier liegen. Das dritte Element. Wir stecken das zweite Element fest, schlagen das Ganze einmal um. Lösen das ein bisschen, sodass wir eine gerade Linie bekommen. Schneiden die Nahtzugabe zurück. 0,5 mm. Schlagen das wieder um. Unser Element, das brauchen wir erst gleich. Unser drittes Teilstück, unser drittes Teilstück. Das legen wir wieder an, schlagen das um, stecken das fest, drehen das um und nähen über unsere perforierte Linie. Entfernen die Nadeln.
schlagen das zurück. Ich gehe wieder mit dem Nagel ein bisschen lang. Und unser erstes Teilstück ist fertig genäht. Wir drehen das noch einmal um und schneiden das entlang der äußeren Nahtzugabe zu. Unser erstes Teilstück legen wir an seinen Platz. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir möchten nun das zweite Teilstück nähen. Das haben wir hier. Das schneiden wir wieder aus. Unsere Schablone, unsere Stoffstücke. Stoffstück 1. Wir wählen das erste Stoffstück aus. Drehen das um und schlagen unsere Schablone an der perforierten Linie zurück. Wir schneiden unseren Stoff auf 0,5 mm Nahtzugabe zurück. Schlagen die Schablone zurück, schlagen das Ganze um. So, und nehmen nun das zweite Stück dazu. Legen das an, schlagen das zurück. Stecken das noch einmal fest und nähen nun genau auf der perforierten Linie. Entfernen die Nadel, schlagen unseren Stoff zurück und schneiden unser zweites Element wieder bis zu den Nahtzugaben zurück. Unser zweites Element legen wir wieder an seinen Platz. Wir haben unsere Seitenteile, wir haben unser großes Mittelstück und wir möchten die Nahtzugabe von unserem Seitenteil zur Mitte des großen Stückes bügeln können. Deswegen haben wir das als ein einzelnes, ein separates Element vorbereitet. Wenn wir das nun zusammennähen, möchten wir, dass unsere Eckpunkte ganz genau aufeinandertreffen. Unser Schnittmuster legen wir einmal auf die Rückseite. Und das nähen wir nun aneinander. Wir schlagen unser Dreierelement über unser Mittelteil und können nun ganz genau diese Eckpunkte zusammenstecken. Und wir sichern das. Auf der anderen Seite machen wir das genauso. Wir legen das an unserer Nahtzugabe entlang. Wir haben jetzt überall die gleiche Nahtzugabe und wir stecken beide Punkte ineinander. Der erste Punkt. Und der zweite Punkt. Und wir sichern. So sollte das nun aussehen. Wir legen unsere Schablone zur Seite und nun brauchen wir diese Nahtlinien. Wir legen die Fäden nach hinten und nähen einmal genau über die Perforierung. Legen das Ganze an, sichern das mit ein paar Stichen. Wenn wir das haben, können wir schon die Nadel entfernen. Und hier können wir nun sehen, dass unsere Außenkante genau parallel zu unserer rot eingezeichneten Linie verläuft. Hier haben wir die Dinge noch nicht ganz übereinander, die Stoffe. So, und das nähen wir. Wir orientieren uns jetzt nicht an unserem Füßchen, sondern wir orientieren uns an unserer eingezeichneten Linie und wir orientieren uns an der Führungslinie auf unserer vorbereiteten Schablone.
das wandert aus, korrigieren. Ja. Und wir ziehen das Ganze unter der Nadel weg. Legen das vor uns hin und können nun unsere Nahtzugabe, wir drehen das mal um, und können nun unsere Nahtzugabe zur Mitte schlagen. Und so sieht das Ganze nun aus. Wir kommen zur zweiten Seite. So, das ist unser zweites Element, das wir auf diese Seite nähen möchten. Wir schlagen das über, fixieren erneut die Punkte und nähen wieder über die perforierte Linie mit 5 mm Nahtzugabe. Drehen das wieder um und schlagen unsere Nahtzugabe wieder zur Mitte. Was uns nun noch fehlt, ist unsere Spitze. Und wir nähen unsere Spitze an. Wenn das Ganze gerade liegt, stecken wir es wieder fest. Und wir nähen. Hier haben wir mehrere Nähte. Unsere Nahtzugabe wandert nach oben in unser Dreieck ohne Nahtzugabe. Und wir bereiten Nummer 7 und Nummer 8 auf gleiche Weise vor. Wir haben unser schwieriges Stück, unser Kopfelement mit dem zweiten Körperelement, unseren Hut und unsere beiden vorbereiteten Hintergrundstücke. Und tada, das schaut schon nach unserem Tangram-Ampelmännchen aus. Jetzt brauchen wir es nur noch zusammensetzen. Dazu setzen wir zunächst einmal, wir schieben mal alles etwas weiter auseinander, Nummer 7 und Nummer 8 zusammen. Wir haben, wenn wir das zusammengesetzt haben, wieder unsere klassische Vierer-Einteilung. Nummer 7 und 8 sind aneinander genäht. Wir klappen sie einmal auf. Hier haben wir jetzt sowohl an der einen als auch auf der anderen Seite, da reißt es schon von alleine ab hier, das ist wunderbar, können wir direkt einmal wegnehmen, haben wir 2 Nähte. Wir klappen das auf und schauen, in welche Richtung möchte die Nahtzugabe. Die möchte jetzt Richtung Hut, natürlich, weil diese beiden Nähte enger zusammen sind. Wir klappen die Nahtzugabe Richtung Hut und legen unser Element wieder dazu. So. Jetzt haben wir diese klassische Four-Patch-Situation. Das heißt, wir nähen einmal diese beiden Elemente zusammen und einmal diese beiden Seiten. Und uns fehlt nur noch die letzte lange Naht. Dazu klappen wir beide Seiten aufeinander und stecken wieder unsere Punkte. Und es wird spannend. Wir klappen unser Männchen auf. Unser Ampel-Tangram-Männchen ist fast fertig. Wir möchten es nur noch bügeln und trimmen. Dazu gehen wir wieder an den anderen Arbeitsplatz. Wir entfernen einmal die Nadeln aus unserem Block. Dann entfernen wir das Papier.
Unser Papier ist schon perforiert, also können wir es ganz einfach abziehen. So, nun ist unser Papier entfernt und wir können unsere Nahtzugaben ganz vorsichtig in die richtige Richtung legen. Unser Block ist fertig genäht und wir möchten ihn trimmen. Wir haben unseren vorgezeichneten Block und den legen wir nun einfach wieder oben auf. Denkt daran, die äußere Linie sind die zusätzlichen 5 mm, die innere Linie ist unsere Blockgröße einschließlich Nahtzugabe. Und nun können wir das ausschneiden, ohne dass wir besondere Lineale brauchen. Einmal. Unser Tangram Ampelmännchen ist fertiggestellt. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ihr habt Lust bekommen, unser Ampelmännchen nachzuarbeiten. Wenn ihr das mögt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich eure Ergebnisse sehen darf. Nun wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Tschüss!